Das, was ihr hier hinter uns seht, ist der Blythe River Canyon. Wir haben gehört, es soll eine der größten Schluchten dieser Welt sein. Ob das wirklich stimmt, das wissen wir nicht. Was wir aber wissen ist, dass er an der bekannten Panorama-Route hier im Nordosten Südafrikas liegt. Und an der werden wir jetzt einmal entlangfahren. Genau, und danach fahren wir einmal quer durch Südafrika zurück zur Küste, um dort den ersten Teil der Garden Route zu fahren. Mehr dazu nach dem Intro. Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier. Eigentlich berichten wir in unseren Videos von unseren Reisen mit dem Campervan. Die letzten 1,5 Jahre sind wir mit unserem Kastenwagen kreuz und quer durch Europa gereist. Davor auf dem Landweg über die alte Seidenstraße von Deutschland über Zentralasien bis nach Thailand gefahren. Ja, wirklich, mit diesem Auto hier. Und jetzt, nach 31 Monaten Vollzeit-Vanlife, lassen wir unseren Camper zum ersten Mal stehen und sind nach Südafrika geflogen. In den letzten beiden Videos haben wir euch mitgenommen auf unsere Safari-Touren im faszinierenden Kruger-Nationalpark. Dabei haben wir nicht nur mehr Löwen gesehen, als wir es uns jemals hätten erträumen können, sondern auch Geparden, Leoparden, unzählige Elefanten, Giraffen, Zebras und vieles mehr. Ein wirklich überwältigendes Erlebnis. Im heutigen Video erkunden wir nun also die westlich vom Kruger gelegene Panorama-Route. Unter anderem staunen wir über den riesigen Blythe River Canyon, finden heraus, dass Potholes nicht unbedingt lästige Schlaglöcher sein müssen und besichtigen malerische Wasserfälle. Aber jetzt genug Gerede. Los geht's! Wir starten unseren Ausflug hier in unserer Unterkunft in dem kleinen Örtchen Graskop. Hier haben wir vor ein paar Tagen ganz kurzfristig ein Airbnb gebucht und Graskop bietet sich super an, die Panorama-Route zu erkunden, denn es liegt direkt an der Panorama-Route und ein paar Ausflugsziele sind nördlich von hier und ein paar andere sind südlich von hier. Und ja, wir werden jetzt zusehen, dass wir heute möglichst viele von den Zielen entlang der Route uns anschauen können. Aber bevor wir richtig loslegen, starten wir in den Tag mit einem Frühstück. Denn Graskop ist, so haben wir uns sagen lassen, bekannt für ein Pancake-Haus. Wir werden jetzt also erstmal Pfannkuchen frühstücken gehen. Los geht's! Im Vergleich zu gestern merkt man hier vor allem eins, die Temperaturen sind sehr, sehr unterschiedlich. Gestern im Kruger Nationalpark hatten wir noch 36 Grad. Jetzt gerade sind es wahrscheinlich so um die 20, ja, so um den Dreh. Weil wir sind hier eben doch gestern schon relativ viel die Berge hochgefahren. Und man merkt das auch, die Vegetation ist völlig anders, ist alles viel grüner, saftiger, dichter, die Bäume sind höher. Ja, Unterschied wie Tag und Nacht fast. Obwohl es nur, also vom Kruger, der Kruger ist hier ja, eine Dreiviertelstunde entfernt. Ja. Ist trotzdem verrückt. Es ist schon wirklich erstaunlich, wie unterschiedlich hier die Landschaft ist. Also hier sind Hügel und Berge und dichte Nadelwälder und es sieht einfach völlig anders aus als im Kruger Nationalpark, wo wir die letzten Tage waren. Und der ist eben nur 50 Kilometer von hier. Und da ist halt irgendwie Steppe, nenne ich das jetzt mal, in Ermangelung besseren Wissens. Einfach eine komplett unterschiedliche Landschaft, obwohl es so nah beieinander ist. Schon interessant. Okay, krass, wir sind hier am ersten Viewpoint und hier ist einfach niemand. Wir sind komplett alleine. Ja. Also, dass so wenig los sein würde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee. Es gibt noch einen Viewpoint, der bekannter ist, der offizielle Viewpoint. Aber ja, ich hätte damit gerechnet, dass auch hier doch zumindest irgendwie 10, 12 Autos sind. Ja.
mega cool aus. Ja. Guck mal. Ja, also ich finde, das kann man schon machen hier so. Wir haben heute leider nicht so richtig Glück mit dem Wetter. Es ist super stark bewölkt und ja, bis auf jetzt gerade weht auch eigentlich ein sehr, sehr starker Wind. Ja, Aber es ist trotzdem wirklich, wirklich schön und mega schön. das ist schon wirklich ganz schön beeindruckend. Wer von euch hätte gewusst, dass es so einen großen, riesigen, grünen Canyon in Südafrika gibt? Ich nicht. Ja, also wirklich ganz schön gewaltig. Jo. Und wir fahren jetzt weiter zum zweiten Viewpoint, zum offiziellen Viewpoint und schauen mal, wie es da so aussieht. Los geht's. Das war cool. Es war auch super, dass wir nochmal hier hingefahren sind zu diesem zweiten Viewpoint. Der Blick ist jetzt nicht so viel anders. Von hier kann man diese drei Rondelle ein bisschen besser sehen. Vom anderen kann man das Wasser, den Staudamm ein bisschen besser sehen. Hier muss man 35 Rand pro Person Eintritt zahlen. Das sind so ziemlich genau 2 Euro. Völlig fein. Dafür gibt es dann hier auch so Toiletten und solche Sachen. Ja.
Das war ehrlicherweise cooler, als ich es erwartet hatte. Man hat ja vorher mal nicht so richtig eine Idee, was einen erwartet. Und wir hatten jetzt halt auch nur so bei Google und so geschaut. Da gibt es ja dann immer Fotos und Rezensionen und alles. Aber ja, es hat uns definitiv besser gefallen, als wir gedacht hätten. Mhm. Ist ganz cool, dass man da so rumlaufen kann zwischen den ganzen Wasserfällen. Ja. Also definitiv Empfehlung. Definitiv, ja. Aber jetzt teurer als die anderen Sachen. Ja. 65 Rand. Ja. Auch, also für das. Pro Person. Keine 4 Euro, also, um euch ein Gefühl zu geben. Ja. Und da könnte man also gefühlt einen halben Tag verbringen und da so auch Picknick machen und alles. Ja. Schöner Park. Ja. Wenn das Wetter ein bisschen besser ist als heute. Aber es ist heiß geworden. Also gut, wir sind ein bisschen bergauf gelaufen und vielleicht sind wir einfach waschlappen. Aber ich schwitze gerade sehr und da kann dieses Eis sehr gelegen. Ja, unser nächster Stop ist eigentlich der Aussichtspunkt God's Window. Ehrlicherweise werden wir den jetzt auslassen, weil ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier ist in kurzer Zeit super dichter Nebel und tiefe Wolken und Regen aufgezogen. Also ich kann hier vielleicht 10, 15 Meter gerade sehen auf der Straße. Also ja, hier brauchen wir jetzt leider nicht anhalten. Schade. Nee. Ja, aber wir werden versuchen, zu dem nächsten Wasserfall, Mac Falls, noch hinzufahren. Die liegen ein bisschen auf der anderen Seite und auch ein paar Kilometer weiter südlich. Vielleicht sieht es da besser aus. Schauen wir mal. Und wenn nicht, dann haben wir heute mal Pech gehabt. Ja. Wir werden sehen. Ja. Das Wetter wollte nicht mehr besser werden und der Tag hat sich langsam dem Ende geneigt, sodass wir dann zurück nach Graskop gefahren sind. Wer mehr Zeit hat, könnte sicher noch einen zweiten interessanten Tag auf der Panoramaroute verbringen und weitere Wasserfälle, Aussichtspunkte und Attraktionen besuchen. Und obwohl das Wetter am nächsten Morgen deutlich besser war, haben wir keinen weiteren Stopp mehr gemacht, denn wir hatten 800 Kilometer Strecke vor uns. Und am Tag darauf direkt nochmal fast 700 Kilometer, um zur Garden Route zu kommen, die ja der eigentliche Hauptgrund war, warum wir überhaupt nach Südafrika gekommen sind. Da die Strecke in großen Teilen über die gleichen Straßen führte wie auf unserem Hinweg, zeigen wir euch hier nur ein paar wenige Eindrücke. Nur ein Hinweis, Tankstellen können hier gerne mal ganz schön weit auseinander sein. Also ich glaube, die letzten 150, 200 Kilometer war keine. Also fahrt den Tank nicht zu sehr leer, bevor ihr auftankt. Hi, how are you? Good, thanks. What can I do for you? 95, completely full? Thanks. Thank you. Have a good day. Ja, auch tanken läuft hier anders. Man muss nämlich nicht aussteigen. Stattdessen gibt es Tankwarte, die das für einen übernehmen und die dann auch in der Zwischenzeit die Scheiben sauber machen. Und ja, dafür geben wir dann immer gerne ein kleines Trinkgeld. Das scheint hier so der Standard zu sein. Und jetzt sind wir wieder angekommen, hier im Süden an der Küste. Das hier ist nicht das Meer, das ist nur ein kleiner Fluss, aber dahinter liegt das Meer. Es sind nur ein paar Kilometer. Wir sind hier in Colchester. Das wiederum liegt nur ein paar Minuten südlich vom südlichen Gate des Addo Elephant National Parks. Da gehen wir morgen früh auf unsere nächste Safari. Und der Addo National Park ist ein relativ besonderer Park. Das erzählen wir euch gleich als Voice-Over.
Jetzt will ich erstmal zusehen, dass ich die Drohne in die Luft kriege, denn ich will versuchen, die Sanddünen da hinten ein bisschen einzufangen. Mal schauen, ob das klappt. Unser Airbnb, das nur 5 Autominuten vom südlichen Gate des Addo Elephant National Parks entfernt liegt, hatte eine große Dachterrasse, von der wir später noch den Sonnenuntergang angeschaut haben. Und am nächsten Morgen sind wir dann früh aufgestanden, um auf Safari zu gehen. Wie das so war und wie der Addo Elephant National Park in unseren Augen gegen den deutlich größeren Kruger National Park abschneidet, zeigen wir euch im nächsten Video. Das werden wir ausnahmsweise schon am nächsten Mittwoch veröffentlichen. Um das nicht zu verpassen, abonniert gerne unseren Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr das nicht schon gemacht habt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm gerne unten einen Daumen hoch. Über beides würden wir uns sehr freuen. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.